Amerikanische Erbschaftssteuer in Höhe von fast 40% auf amerikanische Aktien, die du vererbst. Kann das wirklich sein? In diesem Video wollen wir uns einmal mit dieser hochinteressanten Frage auseinandersetzen. Vor kurzem hat uns Maggie eine E-Mail geschrieben und sie schreibt Folgendes. Guten Tag, im letzten Podcast hat Sebastian über die US-Erbschaftssteuer auf ein US-Aktienvermögen von mehr als $60.000 gesprochen. Ich besitze sehr viele US-Aktien, da ich einmal von den Dividenden leben wollte. Nun sieht es so aus, dass ich sehr bald das Portfolio vererben werde und mich hat die Aussage von Sebastian völlig verunsichert. Ich möchte meine Familie nicht neben dem deutschen Steuerwahnsinn auch noch mit dem amerikanischen Steuersystem belasten. Ich bin eine Privatperson, habe mein Einfamilienhaus verkauft und dieses Geld überwiegend in US-Aktien angelegt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zeitnah ein Video machen würdet, das für den Privatmann leicht verständlich ist und aufklärt, was es mit dieser Thematik auf sich hat. Sehr gerne, Maggie, das machen wir gerne und ich möchte auch dich dazu ermuntern, wenn du eine solche Frage hast, wie die von Maggie oder eine ähnliche Frage zu internationalen Steuern oder Plan B, dann schreib uns so wie Maggie und wir machen gerne ein Video darüber, wenn es ein solch interessantes Thema ist wie das, was Maggie vorgeschlagen hat. Geh auf unsere Webseite perspektiveausland.com, dort findest du unten im Footer eine E-Mail-Adresse und außerdem die Möglichkeit, ein Formular auszufüllen, Gast- oder Thema vorschlagen und da kannst du dann genau ein solches Thema vorschlagen, wie es auch Maggie getan hat. So, das Video, das Maggie hier anspricht, das wir vor kurzem aufgenommen haben, da ging es eben um die Struktur zur Vermögenssicherung. Dabei gehe ich natürlich immer davon aus, dass derjenige, der dann das Vermögen letztlich auch besitzt, im Ausland lebt und nicht mehr in Deutschland. Und wenn es jetzt um die amerikanische Erbschaftssteuer geht, dann ist es ganz entscheidend, wo du deinen Wohnsitz hast. Und zwar, wo du als derjenige, der Vermögen vererbt, also der Erblasser, deinen Wohnsitz hast. Es geht nicht darum, wo die Erben ihren Wohnsitz haben und es geht auch nicht um Schenkungssteuer, sondern es geht spezifisch um Erbschaftssteuer. Eine amerikanische Schenkungssteuer wird bei Aktien nicht fällig. Ich möchte es nochmal ganz klar sagen, wir reden jetzt hier auch tatsächlich nur über Aktien. Wir reden jetzt nicht über irgendetwas anderes. Also, grundsätzlich, amerikanische Aktien sind immer außerhalb der amerikanischen Schenkungssteuer. Egal, wo du lebst, ob du in Deutschland wohnst, ob du in Dubai wohnst. Natürlich, wenn du jetzt in den USA steuerpflichtig bist, dann gelten wieder andere Regeln. Aber wenn du außerhalb der USA wohnst, dann gibt es auf amerikanische Aktien keine Schenkungssteuer in den USA. Selbstverständlich dort vielleicht, wo der Beschenkte lebt oder steuerpflichtig ist. Du weißt ja, selbst wenn du Deutschland verlässt, bist du noch für 5 Jahre unbeschränkt Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig. Aber die Erbschaft und Schenkungssteuer wird eben in den USA nicht kombiniert betrachtet, sondern ist unterschiedlich zu sehen. Das heißt also bei Schenkungen von Aktien, wenn du außerhalb der USA wohnst, keine steuerlichen Implikationen in den USA, aber wohlgemerkt sehr wohl potenziell in Deutschland oder wo auch immer der Schenkende oder der Beschenkte schenkungssteuerpflichtig ist. So, nun befassen wir uns einmal mit dem Erbschaftsfall. Dazu müssen wir zunächst betrachten, dass die amerikanische Erbschaftssteuer komplett anders funktioniert als die deutsche Erbschaftssteuer. Bei der deutschen Erbschaftssteuer bezahlt ja der Erbe die Steuer. Das heißt also, irgendjemand, der in Deutschland wohnt, erbt etwas und dann bezahlt der deutsche Erbschaftssteuer. Oder irgendjemand, der im Ausland lebt, erbt von einem deutschen Erblasser etwas und dann zahlt der Erbe deutsche Erbschaftssteuer. Oder ein Chinese vererbt eine deutsche Immobilie an einen anderen Chinesen. Beide Chinesen leben in China. Dann zahlt der chinesische in China lebende Erbe deutsche Erbschaftssteuer, denn es wird eine deutsche Immobilie vererbt. In den USA ist das komplett umgekehrt. Dort zahlt nicht der Erbe die sogenannte Estate Tax, sondern der Erblasser. Das heißt, aus amerikanischer Sicht und für die amerikanische Erbschaftssteuer, die sogenannte amerikanische Estate Tax, kommt es ausschließlich darauf an, wo der Erblasser seinen Wohnsitz hat, beziehungsweise wo der Erblasser erbschaftssteuerpflichtig ist. Und das muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein. Wenn du nach Dubai umziehst und dann in Dubai verstirbst innerhalb der ersten 5 Jahre nach deinem Wegzug von Deutschland, dann bist du nach wie vor in Deutschland unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig. Das heißt, alles,
was du vererbst, fällt unter die deutsche Erbschaftssteuer und damit bleibst du in Deutschland unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig und kannst daher auch das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-USA in puncto Erbschaftssteuer nutzen. Und dieses Doppelbesteuerungsabkommen, das ist genau der entscheidende Vorteil. Man muss ja grundsätzlich sagen, dass in den meisten Doppelbesteuerungsabkommen die Erbschaftssteuer nicht behandelt wird. Das heißt, deswegen gibt es dort auch ein Risiko, dass man im Falle einer Erbschaft tatsächlich doppelt besteuert wird, weil möglicherweise 2 Staaten Erbschaftssteuer beanspruchen können. Aber mit den USA hat Deutschland eben ein Doppelbesteuerungsabkommen hinsichtlich der Erbschaftssteuer und in diesem Doppelbesteuerungsabkommen ist geregelt, dass keine amerikanische Erbschaftssteuer anfällt, keine amerikanische Estate Tax, wenn der Erblasser in Deutschland unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig ist. Ist das nicht der Fall, ist also der Erblasser nicht in Deutschland oder in einem anderen Abkommensstaat mit den USA, das ähnliche Regelungen vorsieht, unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig, dann wird in den USA Erbschaftssteuer fällig und das bis zu 40%. Auch die Erbschaftssteuer in den USA ist gestaffelt. Es gibt einen Freibetrag von $60.000 und auf den Rest des Portfolios zahlst du dann einen Wert von bis zu 40%. Konkret bedeutet das, dass du, wenn du ein Aktienportfolio im Wert von rund $1 Million vererbst, dass dann ungefähr 330.000 US-Dollar Erbschaftssteuer bzw. amerikanische Estate Tax fällig werden. Für dich bedeutet das also, wenn du ein Aktienportfolio hast und du wirst dieses Aktienportfolio vererben oder du erwartest, dass du ein Aktienportfolio erbst, das im Wesentlichen aus amerikanischen Aktien besteht, dann ist es natürlich ganz entscheidend, wo du deinen Wohnsitz hast. Auf diesem Kanal geht es jetzt natürlich hauptsächlich um Auswanderung. Das heißt, wir gehen ja hauptsächlich eigentlich von Personen aus, die nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, weil sie Deutschland verlassen haben und sie möglicherweise dann in einem Land unbeschränkt steuerpflichtig sind, was eben kein so vorteilhaftes Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA hat, wie jetzt das deutsche. Das heißt, diese Personen müssen sich dann eben damit auseinandersetzen, dass sie entweder amerikanische Erbschaftssteuer bezahlen oder aber eben eine Struktur etablieren wie die ich in meinem Video, das Maggie angesprochen habe, erwähnt habe. Das funktioniert mit einer sogenannten Blockerstruktur und zwar geht es eigentlich ganz einfach. Du hast eine Kapitalgesellschaft, das kann zum Beispiel eine Holding sein in Singapur, in Hongkong, aber keine amerikanische LLC bitte. Und natürlich generell keine amerikanische Gesellschaft, aber zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft in den Cayman Islands, in Hongkong oder wo auch immer. Wir können dich natürlich dabei unterstützen, eine solche zu gründen, wenn du das möchtest. Und diese Gesellschaft hält dann deine Aktien, dein amerikanisches Aktienportfolio. Dann wird keine amerikanische Erbschaftssteuer fällig, denn dann ist der Eigentümer keine natürliche Person, sondern eben eine Kapitalgesellschaft. Es darf aber, wie ich in dem Video erklärt habe, auch keine Stiftung sein, denn die meisten Stiftungen ausländischen Rechts werden in den USA im Sinne der Erbschaftssteuer nicht als eigenständig anerkannt. Sie werden dem Erblasser zugerechnet und dann fällt eben wiederum amerikanische Erbschaftssteuer an. Daher, selbst wenn ganz oben eine Stiftung steht, unbedingt dazwischen eine Kapitalgesellschaft etablieren. Aber wie gesagt, das betrifft dich nur, wenn du ausgewandert bist und wenn du für mehr als 5 Jahre aus Deutschland ausgewandert bist. Ansonsten in den ersten 5 Jahren fällst du ja sowieso immer noch unter die deutsche Erbschaft und Schenkungssteuer. Das heißt, lebst du in Deutschland, hast du nichts zu befürchten. Und das gilt auch noch für eine Handvoll von anderen Ländern, die entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA haben. Aber das sind nicht sehr viele, die dort so vorteilhaft sind. Da musst du dich zumindest nicht mit der amerikanischen Erbschaftssteuer, mit der amerikanischen Estate Tax herumschlagen, sondern eben nur mit der in deinem Wohnsitzland. Wichtig für dich, dass du dir merkst, dass es alleine auf den Wohnsitz bzw. die Erbschaftssteuerpflicht des Erblassers ankommt und nicht deiner Erben, dass Schenkungen irrelevant sind, aus amerikanischer Sicht wohlgemerkt, möglicherweise nicht aus deutscher, und dass am Ende alles eine Frage des Doppelbesteuerungsabkommens ist. Das heißt, wenn du ein großes amerikanisches Portfolio hast oder generell ein Portfolio, dann solltest du dich auf jeden Fall mit dieser Frage intensiv beschäftigen, so wie Maggie das ja nun getan hat.
Also Maggie, ich hoffe, dass wir dir deine Fragen beantworten konnten. Wenn du also in Deutschland lebst, in Deutschland unbesteuerpflichtig bist, wie ich annehme, auf Basis deiner Zuschrift hast du eigentlich nichts zu befürchten. Wenn du im Ausland lebst, dann solltest du dich diesbezüglich noch einmal vergewissern. In beiden Fällen ist es sicherlich essentiell, mit deinem Steuerberater zu sprechen und das Ganze im Vorfeld genau zu planen. Ansonsten kann es für deine Erben ganz schön unangenehm werden. Also, nochmal eine Aufforderung an euch alle, wenn auch ihr so interessante Fragen habt wie die von Maggie, dann schreibt uns gerne alle weiteren Details bei perspektiveausland.com. Einfach nach unten scrollen. Da ist eine E-Mail beziehungsweise eben ein Formular, wo ihr einen Gast oder ein Thema vorschlagen könnt. Natürlich können wir nicht zu allen Zuschriften Videos machen, aber wir schauen uns garantiert alle Zuschriften an. Und wie gesagt, wenn deine Zuschrift interessant ist und für viele relevant ist, machen wir dazu gerne ein Video. In diesem Sinne möchte ich nochmal sagen, wenn du dich mit dem Thema Vermögenssicherung, Vermögensschutz auseinandersetzt, vor allen Dingen natürlich im Kontext einer Auswanderung, wenn du nicht mehr in Deutschland unbesteuerpflichtig bist, dann können wir dich natürlich selbstverständlich beraten, können dich dabei unterstützen. Mein Kollege Friedrich Hennegriff ist derjenige, der auf unserer Seite hier sich um diese Themen kümmert. Unsere Webseite rund um das Thema Vermögenssicherung und wir haben einige Webseiten, aber diese Webseite ist eben für die Vermögenssicherung, ist assetprotection.plus. Da kannst du direkt auch eine Beratung mit Friedrich buchen, wenn du jetzt ähnliche Fragen hast wie die von Maggie oder eben daran interessiert bist, eine entsprechende Blockerstruktur zu implementieren, dass du auch nach deiner Auswanderung, nachdem du das positive Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-USA beziehungsweise dessen Geltungsbereich verlassen hast, weiterhin auch dich vor der amerikanischen Erbschaftssteuer schützen kannst. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Steueroptimierung im Ausland, Vermögenssicherung, internationale Vermögensdiversifikation. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.